So, ich gehe einmal in die Richtung. Hier schon an der Gabel. Ich zeige es mal kurz auf, wie ich meine. Hier ist ja die erste Aufspreizung. Nicht an der Gabel, was dann die Gabel hier ist. Dann gehe ich in die Richtung, was ja dann nicht hier ist. So. Ne, hier. Sind hier und hier. Und da spreizt es sich ja in zwei auf hier und hier. Wenn ich da hingehe, bin ich beim Apfel. Aber das war jetzt schon dreimal falsch. Zweimal falsch. Zweimal oder dreimal falsch. Moment. Moment. Vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Baum. Bislang waren die Bäume immer lila. Ja, und hier ist halt jetzt Raten angesagt, weil da die obersten Äste fehlen. Aber hier fehlen ja auch ein paar Äste. Geht das? Hm? Jetzt hatte ich mal den Ast ausgewählt, der nicht mehr da ist. Muss besser beobachten, sonst wird das nichts. Vielleicht hängt er auch an einem anderen Ast dran. Nee, das ist schon der dann. Das ist hier unten auch ein grüner Baum. Moment mal. Ja, da war es auch. Aber warum ist es denn jetzt da oben anders? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Na nö, es hängt schon da richtig. 2, 2, 2. 1, 2. Ja, 2, 1. Oh ne, das passt schon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich könnte jetzt nochmal Richtung des abgebrochenen Stammes hingehen. Was ja vorhin schon nicht gepasst hat. Nein! Aber das war ja vorhin schon falsch. Wenn ich das Ganze jetzt aber so rumdrehe. Es war einfach gedreht. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. 1, 2. Was zur... Okay, das sind jetzt Bonsai-Bäumchen. Oh, das ist eine Windmühle. Das sind Herzen und Wurzeln. Oh, da hat jemand Äpfel gegessen. Oh, ein Messer. Also das läuft hier zu dem Tor. Das sind Arterien. Und ist kein Baum. Das hier sind die Umrisse von einem Menschen. Das hier ist ein Kopf. Aber... Was soll mir das denn sagen?
Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Oh. Ich verstehe noch nicht, was mir das jetzt sagen soll. Also, so gar nicht. Ist das jetzt hier ein Stapel Reifen? Das macht zumindest sehr komische Geräusche. Geht's denn jetzt hier zu der Mühle? Sehr idyllisch ist es hier schon. So, das ist jetzt die Mühle. What? Okay. Ich mag jetzt nicht runter ins Dunkel gehen. Aha. Oder wird's wieder heller? Alter, wo sind wir hier? What is this place? Was mache ich denn jetzt? Das Prinzip ist ja schon richtig. Ja, was war falsch?
Was? Alter, was ist das hier? Alles davor war schon richtig. Hä? Alter! Well, that's no better a solution than any of the others, is it? Ja. So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, Mona Lisa. made third-hand by your interpretation of them. Things like that. As opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids. The stuff that goes to build up a worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. Ja. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know.
But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Puh. Oh, genau. Okay.